Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist UG oder GmbH, beziehungsweise der Frage nachzugehen, sollte ich schnell eine UG gründen oder warten, bis ich 12.500 € für eine GmbH zusammen habe. Also die Besteuerung macht schon mal keinen Unterschied. Und in welchen wenigen Fällen ich Ihnen zu einer UG raten würde, das kläre ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas und wie immer vielen Dank für die Einladung. Ich habe dir ja gerade wieder zugehört. Du hast gesagt, die UG ist nicht immer das Richtige. Dann erzähl mir doch mal einen Fall, wo die UG jetzt doch das Richtige ist. Ja, da fallen mir jetzt so spontan zwei Fallbeispiele ein. Das eine ist für eine Familien-UG und KKG. Da nimmt man statt einer GmbH, die ja sehr teuer ist, halt eine kleine UG, die erfüllt denselben Zweck. Die Haftung ist begrenzt, kostet nicht so viel Geld. Und auf der anderen Seite, das ist das zweite Beispiel, wenn du von der ersten Sekunde für ein operatives Geschäft eine Haftungsbeschränkung brauchst. Aber in welchen Bereichen brauche ich denn ab der ersten Sekunde Haftungsbeschränkung? Also das ist wirklich auch ein bisschen Theorie, aber denken wir über Personenbeförderung nach, Schadstoffe, Bodenverunreinigung, alles, was dein Unternehmen möglicherweise auslösen könnte. Also die brauchen sofort eine Haftungsbeschränkung. Da wäre die UG ganz gut angebracht. Auf der anderen Seite, wer da keine 12.500 € zusammenbekommt oder 25.000 €, der braucht eigentlich in dem Bereich auch überhaupt nicht anzufangen, weil wie will der da jemals ein Geschäft mit zustande bekommen? Ne? Jetzt hast du ja am Intro gesagt, in wenigen Fällen rätst du zur UG. Das heißt ja aber, in den meisten Fällen rätst du davon ab. Warum? Ja, das ist einfach, hat was mit den Kosten zu tun, das sind Abschlusskosten. Und wenn du mal aus einer UG eine GmbH machen möchtest, dann musst du entweder auch mindestens 12.500 € oder sogar die ganzen 25.000 € in bar von deiner privaten Schatulle von außen einzahlen. Oder du brauchst einen Wirtschaftsprüfer, der dir also dein hohes Eigenkapital bestätigt, denn das muss mindestens 25.000 € betragen. Ja. Dann hast du noch den Nachteil bei der UG. Du musst immer mindestens 25% des Gewinns zurückbehalten, um das anzusparen. Aber denk mal nicht, wenn du 25.000 € erreicht hast, dass du automatisch eine GmbH bist. Nein, dann kommst du genau in diese Schleife. Dann musst du, also ich sag mal, du hast jetzt Gewinnvorträge von 24.000 € mit deiner 1.000 € Stammkapital, was du ursprünglich mal gezeichnet hast. Hast du die 25.000 €, ja, dann müsstest du jetzt einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der das testiert, dass dem auch so ist. Oder du musst die 25.000 € in bar einzahlen. Ich sehe da keinen Vorteil. Okay. Ja, Alternativen wären, und das ist jetzt im Moment in meiner Praxis so gang und gäbe, dass viele meiner Mandanten gebrauchte GmbHs kaufen. Gebrauchte GmbHs? Ja, das sind GmbHs, die von Leuten, die also so im Rentenalter sind, die haben da nie ein großes Geschäft draus gehabt. Ganz unterschiedlich, ob es ein Kiosk ist oder ein Lottoladengeschäft. Die hatten aber eine GmbH, auch ohne Pensionsverpflichtung, die haben die immer gehabt, sind 10 Jahre aktiv und wollen das jetzt loswerden, weil wir müssten ja sonst jedes Jahr den Jahresabschluss bezahlen, ja, und die Buchführung noch weiterhin machen. Und dann, ja, dann kannst du diese GmbHs, abhängig von deren Kreditreform-Rating, zwischen 2.000 bis 7.000 €, für den Preis kannst du sie kaufen. Das ist ja cool. Also das heißt, ich kann richtig Geld sparen, wenn ich eine gebrauchte GmbH kaufe und habe aber sofort volles Volumen. In mehrfacher Hinsicht. Genau so ist es, weil natürlich, du kriegst 2.000 oder 7.000 oder 5.000 €, aber du hast ein vollwertig eingezahltes Stammkapital von 25.000 €. Dadurch, dass die GmbH schon mehrere Jahre auf dem Markt war, ist sie natürlich auch sofort wieder, kannst du mit ihr loslegen, du kannst Mietverträge machen. Da wird dir nicht gesagt, oh, Sie sind ja gerade ganz neu, Sie haben ja gerade erst gegründet, okay, warten Sie mal erst mal 3 Jahre. Das hast du ja alles schon erledigt. Also du kannst im Prinzip für dieses kleine Geld eine vollwertige GmbH kaufen und nicht nur das, du kannst natürlich durch das gute Kreditrating auch gleich schon loslegen. Okay, ich kaufe den Namen, aber den kann ich ja dann am Ende hoffentlich umbenennen oder muss ich dann Müller-Hansen heißen auf einmal? Du kaufst natürlich erstmal alles so, wie es ist, inklusive Bankkonto, aber dann kannst du sukzessive alles verändern. Den Namen kannst du verändern und nachher kannst du auch als Geschäftsführer das Bankkonto ändern. Ja. Also hat eine UG im Grunde gar keine Vorteile im Vergleich zur GmbH? Nein, sie hat überhaupt keine Vorteile. Sie hat die gleiche Besteuerung. Du bist mit der UG noch nicht am Ende, weil eigentlich willst du eine GmbH sein. Ja. Wie gesagt, schlechtes Image. Nein, also in meinen Augen hat sie nur Nachteile. Schlechtes Image heißt also, wenn ich eine UG habe, dann hat es für mich in der Außendarstellung für die GmbH nicht gereicht?
So oder viel schlimmer noch, das ist natürlich klar, das kommt aus dem Bereich Limited. Früher sind sie alle auf die Limited gesprungen und da hat Deutschland gesehen, oh, da müssen wir mithalten, die Leute bringen sich ins Verderben. So ist ja mal die UG gegründet worden als Pendant zur Limited. Und dann hat man diese 1 Euro ja auch genommen, mindestens, was ja Theorie ist. Du musst ja mal mindestens 1000 Euro haben, damit du nicht mit der ersten Notarrechnung schon insolvent gehst. Ja. Aber so ist es auch. Also das ist so für 1 Euro Shops. Ich weiß nicht, was man dahinter suggeriert. Das Image ist heutzutage ein bisschen besser geworden, aber ein bisschen anrüchig ist es immer noch. Währenddessen, wenn du mit vollwertiger GmbH auftauchst, das hat nach wie vor immer noch ein besseres Image. Ne? Also Thomas, ich merke schon, UG scheint ja auch nicht das Richtige zu sein. Also man muss da schon sich beraten lassen und am besten von einem Fachmann. Da fällt mir nur einer an, nämlich du. Und ja, vielen Dank, dass ich heute wieder viel gelernt habe. Wenn Sie sich auch mit diesem Thema beschäftigen, UG oder GmbH, dann rate ich Ihnen zum Kauf einer gebrauchten GmbH. Sie können dann sofort loslegen, haben gutes Bankenrating. Also wäre das die bessere Wahl. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Thanks for watching.